Moin und Namaste. Ich bin Kerstin von Watten Yoga und ich freue mich, dass du zu Tag 4 unserer Hatha Yoga Woche wieder auf die Matte gefunden hast. Heute haben wir es uns verdient, so finde ich, uns etwas zu entspannen, uns zu stretchen und zu dehnen, denn die letzten 3 Tage waren doch ziemlich kraftintensiv und deswegen heute eine kleine Pause. Also heute ein langsames Hopp up de Mat und los geht dat. Damit wir ganz schnell zu unserer Yoga-Zeit ankommen, möchte ich heute zu Beginn mit euch das Wörtchen Om chanten, das heißt singen. Das Wörtchen Om hat im Hinduismus und im Buddhismus eine sehr große Bedeutung. Es ist der Urklang des Lebens und hat aber auch auf deinen Körper wunderbare Wirkung. Du wirst merken, wie sich deine Brust öffnet, wie sich dein Hals öffnet, wie deine Stimmbänder vibrieren, wie sich alles etwas entspannt und weich wird im Hals- und Brustbereich. Es ist vielleicht erstmal ein bisschen ungewohnt für dich. Kulturell ist es in Indien ganz normal, beim Yoga auch zu singen, bei uns eher nicht so. Und deswegen steig einfach ein, wenn du Lust hast, wenn du sagst, ich bin noch nicht bereit dazu, ist es auch völlig in Ordnung. Dann komm gern in den Schneidersitz oder in den Fersensitz, auf einen Stuhl, ganz egal, in einen Sitz deiner Wahl, in dem du aber schön aufrecht sitzen kannst. Das heißt, du kannst dir gerne auch eine Decke, einen Yoga-Block, ein Kissen unter deinem Po bringen. Das hilft dir dabei, dich noch mal ein bisschen mehr aufzurichten. Und dann schließ einmal deine Augen. Deine Hände ganz entspannt auf deinen Oberschenkeln. Die Schultern ziehen tief, sind ganz relaxed. Und jetzt nehmen wir erstmal 3 tiefe Atemzüge durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Noch einmal so. Und dann atme ein durch die Nase. Und dann lass uns beginnen. Atme tief ein und durch die Nase wieder aus. Und dann spür hier einmal kurz nach. Schau mal, wie sich dein Hals, dein Brustkorb jetzt anfühlen. Vielleicht spürst du noch, wie deine Stimmbänder vibrieren. Atme ruhig und gleichmäßig weiter.
Und dann öffne langsam die Augen. Lasst mich gern wissen in den Kommentaren, wie das für euch war. Am Anfang hat man manchmal so ein bisschen Probleme, seine Stimme zu finden. Das ist ganz, ganz normal. Das ging mir auch so. Auch die Überwindung ist erstmal so ein bisschen da. Ich hatte auch Berührungsängste am Anfang, aber dann spürt man einfach, dass es sich gut anfühlt, und wenn man alleine in seinen vier Wänden ist, ist das sowieso egal. So, dann wollen wir beginnen, uns ein bisschen zu recken und zu strecken. Bringt die Hände vor eurem Herz zusammen, presst sie fest zusammen und schiebt euren Brustkorb nach oben, die Schultern tief, und öffnet einmal euren Hals so ein bisschen. Tiefe Atemzüge. Noch zweimal so. Und jetzt verschränkt eure Hände, schiebt die Hände nach vorn und euer Rücken wird rund. Das Kinn zieht Richtung Brust. 5 Atemzüge hier. Wunderbar. Dann streckt euch einmal nach oben und löst die Hände voneinander und bringt sie zur Matte. Dann bringt eure Füße einmal zusammen in den Schmetterling. Ihr könnt gerne die Füße etwas weiter weg vom Körper bringen, so wie es sich gut anfühlt für euch. Die Hände zu den Knöcheln, Schultern tief. Sitze einmal ganz aufrecht, deine Knie ziehen Richtung Matte. Eine kleine Hüftöffnung hier für euch. Atmet wieder ganz gleichmäßig. Vielleicht hört ihr es so ein bisschen, es ist ziemlich windig heute wieder hier an der Küste. Aber trotzdem wunderbarer Sonnenschein. Da muss man einfach raus. Und dann beim nächsten Ausatmen lasst ihr alles weich werden. Dann dreht euch einmal zur Länge der Matte, stellt eure Füße auf und die Hände etwas weiter weg hinter euch. Stützt euch damit ab und dann bringt ihr erstmal euren rechten Fuß auf euer linkes Knie oder oberhalb eures linken Knies. Euer Knie, euer rechtes, zieht wieder nach vorn, schiebt nach vorn. Wenn ihr hier schon eine gute Dehnung in eurer Hüfte, im Po spürt, dann bleibt hier. Wenn es noch ein bisschen mehr sein darf, dann holt euren linken Fuß ein Stück weit zu euch heran. Presst mit euren Händen fest in die Matte und schiebt euren Brustkorb nach vorn, so dass er sich öffnet. Haltet hier. Widmet euch heute besonders eurem Atem. Schaut zum Beispiel, wohin ihr jetzt atmet. Mehr in den Brust- oder mehr in den Bauchbereich. Und dann löst auf. Wir wechseln die Seite. Bringt euren linken Fuß über euer rechtes Knie. Linkes Knie schiebt nach vorn, presst fest mit euren Händen in die Matte, öffnet eure Brust. Und wenn ihr wollt, holt euren rechten Fuß noch ein Stück weit zu euch heran. Und genießt die intensivere Dehnung. Im Po, in der Hüfte, im Oberschenkel.
Tiefe Atemzüge. Vielleicht beginnen eure Hände so ein bisschen zu kribbeln. Wir schütteln sie gleich ein bisschen aus, keine Sorge. Und ausatmen. Stell deine Füße wieder auf, löse deine Hände vom Boden, schüttel sie ein bisschen. Lasst sie ein bisschen kreisen, stretcht sie ein bisschen, tut, was euch gut tut, was sich jetzt richtig anfühlt. Dann treffen wir uns im Vierfüßler. Ihr könnt gern über den Schneidersitz nach vorn auf euren Händen kommen und darüber in den Vierfüßler kommen, oder ihr kommt auf eurem Weg die Beine über die Seite und dann nach vorn. Die Knie hüftbreit aufgestellt, die Füße als Verlängerung eurer Unterschenkel. Eure Hände wandern zum Mattenanfang und ihr schiebt euch zurück in die Welpenpose. Das heißt, eure Hüfte kommt über eure Knie, die Stirn zur Matte, die Brust zieht Richtung Boden. Wenn ihr hier eure Stirn nicht zur Matte bringt, kein Problem, holt den Boden einfach ein bisschen mehr zu euch hoch. Ein dickes Buch, ein Block, ein Kissen, ganz egal, eine Decke gefaltet, kann euch da schon helfen. So kann sich euer Nacken entspannen und eure Brust optimal öffnen. Atme hier in deinen Rücken hinein, genieße die Dehnung. Nimm aber auch die Dehnung in deinen Armen wahr. Deine Hände pressen ein bisschen fester in die Matte, sodass deine Arme aktiv sind. Lass deinen Atem fließen. Und dann lass uns unsere Schultern ein bisschen dehnen. Leg deine Unterarme auf die Matte und dreh deinen Daumen nach oben. Und schon spürst du, dass sich etwas verändert. Du kannst einmal die Handfläche wieder nach unten drehen und dann wieder nach oben. Und dann merkst du, dass in deinen Schultern ja eine größere Dehnung entsteht. Halte hier kurz. Handflächen wieder zum Boden. Wir nehmen jetzt unsere Beine mit. Du kannst gerne kurz deine Stirn vom Boden lösen und dein linkes Bein zur linken Seite ausstrecken. Fuß zieht flex. Und dann komm wieder in die Pose hinein. Denk an den herabschauenden Hund und schieb deinen Oberkörper nach hinten. Und jetzt wird dein ganzes Bein aufgedehnt. Vom Po bis zur Ferse. Halte hier kurz. Und beim nächsten Einatmen bringst du dein Knie wieder zur Matte und wir wechseln einmal die Seite. Streck dein rechtes Bein aus. Fuß zieht flex, schieb dich wieder zurück und genieß die Dehnung in deinem gesamten rechten Bein. Komm wieder mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem zurück. Lass ihn fließen. Wunderbar. Und dann hol deinen Fuß zurück zur Matte. Dann komm zurück in den Vierfüßler. Wir wollen jetzt unsere Schultern ein bisschen dehnen. Vorher mache ich mal meine Füße sauber. So. Und zwar
machen wir das in einer Variation von Katze und Kuh. Du bringst deine rechte Hand nach links und deinen linken Arm dahinter und setzt deine linke Hand auf der rechten Seite auf. Deine Knie wie immer hüftbreit geöffnet. Die Schultern wieder über deine Handgelenke. Und beim Einatmen beugen sich deine Arme ein bisschen so, dass du deine Brust öffnen kannst in die Kuh. Und beim Ausatmen presst du fest in deine Hände und kommst vom Becken her in einen Katzenbuckel und spürst eine Dehnung, die bei den Schulterblättern beginnt und bis zu deinen Schultern und Armen reicht. Das heißt, dein ganzer Schultergürtel wird einmal aufgedehnt. Einatmen, werde wieder weich, komm in die Kuh. Ausatmen, press dich nach oben. Wir halten in der Katze immer so ein bisschen länger. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Katze. Noch zweimal so. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Katze. Noch einmal in die Kuh und ausatmen in die Katze. Und dann komm in die neutrale Position, spür einmal kurz nach, werde ganz weich im oberen Rücken. Und dann wechseln wir einmal die Seiten. Das heißt, deine linke Hand kommt wieder nach rechts und diesmal dein rechter Arm hinter deinen linken. Und wir beugen wieder beide Arme, beginnen im Hohlkreuz in der Kuh. Ausatmen, press dich in die Katze. Dein Kinn zieht zur Brust. Jetzt spürt ihr vielleicht, dass die linke Seite so ein bisschen mehr gedehnt wird. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Katzenbuckel. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Katzenbuckel. Noch dreimal so. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Katze. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Katze. Und ein letztes Mal in die Kuh. Ausatmen, Katze. Löse auf. Hände wieder parallel. Werde ganz weich im Oberkörper. Und jetzt wollen wir hier im Vierfüßler noch einmal unsere Flanken ein bisschen aufdehnen. Das heißt, deine Hände wandern zur linken Mattenkante, die Fingerspitzen zeigen von der Kante weg und du dehnst dich einmal auf und schaust zu deinem linken Fuß. Tiefe Atemzüge in deine rechte Flanke hinein, in deinen rechten Oberkörper, in deine Hüfte. Und dann wandern deine Hände über die Mitte, einmal zur rechten Seite. Fingerspitzen zeigen wieder von der Matte weg und du dehnst dich auf und schaust zu deinem rechten Fuß. Tiefe Atemzüge. Wunderbar, komm zur Mitte zurück in den Vierfüßler. Und jetzt legst du dich auf deiner rechten Körperhälfte ab.
kommst auf deinen rechten Unterarm. Streck dein rechtes Bein aus und dein linker Fuß kommt vor deinen Oberschenkel und zeigt von der Matte weg. Deine linke Hand stellt parallel zum Fuß auf, so ein bisschen als Stütze. Und jetzt presst du in deine rechte Hand hinein und hebst deinen Oberkörper an. Und auch hier dehnen wir noch einmal unsere Flanke, aber einen ganz anderen Bereich, wie du vielleicht spürst. Lass deinen Atem fließen. Genieße heute die ruhige Stunde einmal. Morgen wird es ein klein bisschen aktiver wieder. Noch 2 Atemzüge hier. Und beim nächsten Ausatmen legst du dich auf die Seite ab, streckst deinen rechten Arm aus. Und dein linker Fuß, dein Oberschenkel oder Unterschenkel, wir kommen in eine Variation des Baumes. Dein Fuß presst fest in deinen Unterschenkel hinein, dein Knie öffnet sich ein bisschen. Und das hat hier auch so ein bisschen was mit Balance zu tun, wirst du gleich merken. Also entweder lässt du deine Hand hier als Unterstützung auf deiner Matte stehen oder du atmest ein, du kannst es ja mal ausprobieren, bringst deinen linken Arm über oben zu deinem rechten Arm. Die Hände berühren sich. Richte dich noch mal ein bisschen auf, zieh deinen unteren Fuß flex, als würdest du wirklich auf dem Boden stehen. Und dann halte hier im liegenden Baum. Aktiviere deine Bauchmuskulatur so ein bisschen. Wunderbar. Beim nächsten Ausatmen löse ganz langsam und achtsam auf und wir wechseln einmal zur linken Seite. Komm auf deinen linken Unterarm. Jetzt muss man ein Mikro suchen. So. Streck dein linkes Bein aus. Dein rechter Fuß kommt vor deinen linken Oberschenkel gestellt und die Zehen zeigen von der Matte weg. Deine rechte Hand parallel dazu auf die Matte und dann presst du in deine linke Hand und löst langsam vom Boden, richtest deinen Oberkörper auf. Schultern ziehen weg von den Ohren. Atme ruhig und gleichmäßig. Wunderbar. Atme nochmal ein und beim Ausatmen legst du dich langsam auf der Seite ab, streckst deinen linken Arm aus, legst deinen Kopf darauf ab, bringst dein rechtes Bein, ja richtig, deinen rechten Fuß auf deinen Unterschenkel oder Oberschenkel, ganz wie du möchtest. Dein linker Fuß zieht flex, spann deinen Bauch an und dann halte hier oder bring deinen rechten Arm über deinen Kopf, deine Hände verbinden sich. Richte dich vielleicht noch mal ein bisschen aus, dass du hier so ein bisschen stabiler liegst. Und dann halte hier. Lass deinen Atem fließen.
Noch 2 Atemzüge hier. Und beim Ausatmen löst du langsam auf und kommst in Rückenlage. Stell hier deine Füße auf. Bring die Hände erstmal zu deinem unteren Bauch. Wir kommen gleich in die Brücke, also bring die Füße so dicht wie möglich an deinem Po heran. Aber zuerst wollen wir einmal unseren gesamten Rücken auf die Matte bringen. Momentan hast du noch ein kleines Hohlkreuz und dann presst du einmal deinen unteren Rücken in die Matte. Das heißt, dein Becken schiebt sich etwas nach oben und dann halte hier erstmal. Ich finde immer, das fühlt sich richtig gut an. Und dann lass uns unser Steißbein, unser Kreuzbein so ein bisschen massieren, indem wir einmal das Becken nach vorn kippen und wieder zurück. Eine kleine Massage, das heißt Hohlkreuz und einmal wieder der gesamte Rücken auf der Matte. Wunderbar. Und dann komm in eine neutrale Position. Bring die Hände neben dir auf den Boden gelegt oder umfass erstmal deine Matte. Einatmen nach oben. Schieb deine Hüfte nach oben in die Brücke. Deine Brust kommt Richtung Kinn und dein Kinn zieht aber Richtung Himmel für einen langen Nacken. Ausatmen, geh wieder tief. Wirbel für Wirbel. Einatmen, roll langsam wieder nach oben. Und ausatmen, komm langsam wieder nach unten. Noch einmal so. Einatmen nach oben. Und ausatmen wieder nach unten. Und jetzt nehmen wir unsere Arme mit. Einatmen, bring die Arme und die Hüften nach oben. Leg die Arme hier über deinen Kopf ab und beim Ausatmen bringst du beides wieder zur Matte. Einatmen, komm nach oben, Arme über den Kopf und ausatmen Richtung Matte. Einatmen nochmal nach oben und ausatmen wieder zur Matte. Wunderbar. Dann streck deine Beine einmal aus. Wir kommen noch in eine kleine Drehung. Dein linkes Bein kommt zur linken Mattenecke und du schlägst dein rechtes Bein darüber, verhakst deine Füße so ein bisschen und dann rollt deine Hüfte leicht zur Seite. Deine Arme können in Kaktusarme kommen oder du bringst sie ausgestreckt auf Schulterhöhe neben deinen Körper. Schau einmal, was sich besser für dich anfühlt. Und dann halte hier kurz. Noch einen Atemzug hier. Und beim Ausatmen rollst du deine Hüfte langsam wieder zur Matte. Dein rechtes Bein kommt zur rechten Mattenecke. Dein linker Fuß verhakt sich mit deinem rechten. Und du drehst deine Hüfte so ein bisschen nach rechts auf. Dehnst hier nochmal deine Seite. Dein Atem fließt ein und aus. Und beim nächsten Ausatmen löst du deine Füße, deine Hüfte kommt wieder zur Mitte. Zieh deine Knie noch einmal zur Brust, schaukel ein bisschen hin und her. Eine kleine Massage nochmal für unseren unteren Rücken.
Und dann lass uns in Shavasana kommen. Das heißt, streck deine Beine mattenbreit aus, deine Füße fallen ganz entspannt nach außen. Deine Arme neben deinem Körper, Handflächen zeigen nach oben. Schaff ein bisschen Platz im Achselbereich. Zieh dein Kinn zur Brust, die Schulterblätter leicht zueinander. Und dann lass uns hier nochmal 3 Atemzüge nehmen. Und beim Ausatmen lass einfach alles los, was dich noch im Alltag belastet. Atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und noch einmal durch die Nase ein und durch den Mund aus. Sinke tief in deine Matte hinein. Versuche mit jedem Ausatmen noch ein bisschen entspannter zu werden. Kommt zu eurem natürlichen Atemrhythmus zurück. Atmet ohne Anstrengung ganz natürlich ein und aus. Lasst euren Körper immer schwerer werden. Lasst alles los. Lass auch dein Gesicht sich entspannen. Konzentriere dich einmal auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen und lass diesen ganz weich werden. Löse deine Zunge vom Oberkiefer. Öffne deine Lippen etwas und spüre, wie dein ganzes Gesicht weich wird. Alles ist getan. Du musst nichts mehr tun. Erlaube deinem Körper ganz entspannt hier zu liegen. Erlaube ihm tief in die Matte zu sinken. Erlaube ihn, sich zu entspannen. Wenn Gedanken kommen, lass sie kommen, aber lass sie genauso auch wieder gehen. Nehme die Berührungspunkte mit dem Boden wahr. Und wenn du soweit bist, dann kannst du beginnen, deine Fingerspitzen zu bewegen. Nimm deine Zehenspitzen hinzu.
Beginne auch deine Handgelenke zu bewegen und deine Fußgelenke. Zieh deine Arme nochmal über den Kopf. Reck und streck dich nochmal wie morgens im Bett. Zieh dich in die Länge. Und dann komme langsam auf deinen Weg über die Seite nochmal in eine sitzende Position. Hier angekommen, richtest du dich nochmal auf. Dein Kopf über deinem Herzen, dein Herz über deinem Becken, die Schultern rollen tief. Bring die Hände einmal vor deine Brust zusammen. Wir wollen nochmal unseren Nacken ein bisschen dehnen. Das heißt, du bringst jetzt deine Stirn auf deine Fingerspitzen, deine Schultern ziehen tief, sitze aufrecht. Und dann nutze diese Position auch nochmal, um zu schauen, wie hast du dich vor dieser Yogastunde gefühlt? Wie fühlst du dich jetzt? Kannst du überhaupt einen Unterschied feststellen? Hier geht es einfach darum, sich selbst so ein bisschen mehr wahrzunehmen, seinen Körper besser kennenzulernen. Lass deinen Atem fließen. Und dann hebe deinen Kopf wieder an und lasse uns voneinander verabschieden. Ich habe mich gefreut, dass du wieder hier mit warst und hoffe, du bist morgen wieder mit dabei. Lass mich gern wissen in den Kommentaren, wie du dich gefühlt hast, ob du dich heute ein bisschen entspannt hast. Aber zuvor lass uns voneinander verabschieden. Das Licht in mir sieht das Licht in dir. Namaste.